Leute, heute die HW4 Premium von Begani, also sonst. Leute, eine out-of-the-box spielbare Waffe für schlappe 56 €. Hier, Begani HW4 Premium. Gucken wir mal, ob es das Geld wert ist. Let's go. Kommt mit. Wir gehen nirgendwo hin, wir bleiben hier stehen. Leute, wie immer, die technischen Daten, die blenden wir euch hier, dort oder dort ein. Den Rest, den bequatschen wir jetzt. Kommen wir zum Ersteindruck. Ihr packt das Teil aus. Oh, das ist einfach super heavy. Also das liegt jetzt nicht an unseren 2 Anbauteilen, die wir hier rangeklatscht haben. Nee, es ist wirklich heavy. Aber guckt euch mal die Wandstärken hier an. Das muss heavy sein. Also die wird ein bisschen was aushalten auf alle Fälle. Richtig geil. Also wirklich, ihr nehmt die raus und denkt euch, oh mein Gott, ich muss mal wieder Arme machen. Weil die Waffe, die halte ich nicht den ganzen Tag. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber es ist schon, macht einen sehr soliden Eindruck und natürlich auch einen hochwertigen. Also gerade hier der Kunststoff, gut, der Stock, reden wir dann drüber. Gerade der Kunststoff, sehr, sehr schön. Handguard CNC gefräst, wie es ja eigentlich heutzutage üblich ist. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir reden natürlich hier von hochpreisigen Waffen, nicht von irgendwelchen 90-Euro-Dingern. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt hier stehe mit einer neuen HW4, dann schaut mal gerne das Infovideo dazu an, da findet ihr mehr Informationen und wir gehen jetzt direkt rein in die Details. Fangen wir vorne an, wir haben hier ein 14 mm Negativgewinde, der Mündungsfeuerdämpfer ist mit einer Madenschraube gesichert und ihr könnt sehen, ihr braucht entweder einen sehr kurzen Inbus, der hier reinkommt, oder ihr müsst halt dann praktisch den Handguard abschrauben, um hier einen Schalldämpfer oder einen Tracer anzubringen. Ihr habt hier eine Backbox drauf, die ist natürlich nicht im Lieferumfang enthalten, genauso wenig wie das EOTech, der EOTech-Klon. Was ihr aber bekommt, ist das Korn und die Kimme und diesen sehr schönen schmalen Handguard. Der kommt mit M-Lock-Position, das heißt, ihr könnt hier Griffe anbringen, Dummy-Lampen und so weiter und so fort. Hier oben habt ihr dann natürlich durchgehend Picatinny-Schienen für Visiere, Packboxen etc. pp. Dann haben wir hier die QD-Mounts, links wie rechts. Wir hatten jetzt auch bisher keine Probleme, dass sich das Ding irgendwie gelockert hat oder sowas. Das hat alles super funktioniert. Gehen wir weiter und kommen zu dem Body. Bei der alten Variante war hier extremes Spiel drin, aber jetzt bei der neuen 0. Also wirklich null Spiel. Und das Teil ist halt massiv, wie Finch am Anfang schon gesagt hat. Wir haben jetzt hier das Hülsenauswurffenster. Das lässt sich ganz normal über den Ladehebel öffnen. Wir haben auch einen funktionierenden Bolt Catch, das heißt, wir können das Hop-Up sehr fein einstellen. Hier ist eine Retro-Arms Hop-Up Unit verbaut, die funktioniert sehr gut. Man kann das Hop-Up sehr fein einstellen. Wir hatten letztens mit der vorherigen Version, also wir hatten sehr viele Ausreißer mit dem Hop-Up Gummi. Mit dem Maple Leaf MR, das müsste 60 Schuhe gewesen sein. Mit 0,32ern. Was kann ich jetzt heute sagen? Wir haben heute einen Schusstest gemacht und ich finde, es ist besser geworden. Jedoch muss ich sagen, wenn man vergleicht mit der SMR 28, die natürlich einen längeren Lauf hat, finde ich, dass den Begani Fly Hop-Up Gummi konstantere Ergebnisse liefert. Also ihr habt manchmal wirklich eine Kugel, die geht straight und dann hast du auch wieder eine Kugel, die wegreißt. Man kann das Ding out of the box spielen.
Jedoch würde ich, wenn das bei euch genauso ist, würde ich definitiv das Bucking wechseln. Das ist eine Arbeit von 15 Minuten und kostet auch nicht viel Geld. Und Begadi schreibt sowieso, wenn ihr schwere Grammotoren spielen wollt als 0,30, dann würden die empfehlen, macht einen Fly rein oder lasst gleich von Begadi ab Werk einbauen. Dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite, was die Schutzergebnisse angeht. Schließen lässt sich das Ganze natürlich hier wieder über diesen riesengroßen Hebel. Dann kann man das so zuklappen und alles ist schick. Wir bleiben jetzt mal auf der Seite. Hier ist praktisch der Magazinlesehebel. Das geht sehr leicht, fällt auch sehr leicht raus, das Magazin. Das ist sehr schön. Der Bolt Catch hier, der Hebel dafür, der guckt sehr, sehr, sehr weit, steht sehr weit ab. Das ist aber nie so das Thema, weil wenn das Ding halt zugeht, dann macht es wieder auf und dann. Aber die meisten spielen ja eh mit einem Verschlussfenster nach vorn. Was eher problematisch ist der hier. Seht ihr den? Der steht halt wirklich sehr weit ab. Und wir hatten das beim Finch. Da blende ich euch jetzt mal kurz ein, wie es runtergefallen ist. Bauen. Was los? Und wir hatten das jetzt auch bei mir. Das ist Magazin, dass man hier, wenn man die Waffe jetzt so am Körper hat, mit einem 2-Punkt oder eventuell sogar mit einem One-Point-Sling, dann kann es passieren, dass ihr mit eurem Gürtel oder eurem Plattenträger hier unten dran kommt und das Magazin rausfällt. Das ist semi-optimal designt. Da kann Begadi nichts dafür. Das liegt an dem Hebelchen, dass der so weit absteht. Deswegen passt da bitte auf und guckt, ob eure Magazine immer drin sind und ihr die nicht verliert. Dann haben wir hier, ist es beidseitig bedienbar. Hier können wir auch nochmal den Bolt Catch lösen. Feuerwahlhebel, auch beidseitig bedienbar. Der rastet sauber ein. Wir hatten letztens aber eine Firehawk vom Tino und die war echt snappy. Also hast du gedrückt und dann war das sofort da. Hier, man merkt die Zahnräder ein kleines bisschen, aber es fühlt sich ja deutlich besser an als zum Beispiel bei meiner E&C SMR 16. Kommen wir zum Ansprechverhalten. Wir stellen die Waffe natürlich auf Feuer und dann, ihr merkt, die kommt wirklich beim letzten Dienst und man kann halt wirklich sehr fein hier triggern. Sehr fein und sehr schnell. Was ihr natürlich nicht könnt, leider, ist den Abzug einstellen, also noch, dass ihr nie so einen langen Weg habt. Weil der Weg ist, sobald ihr einmal hinten seid, könnt ihr wirklich sehr, sehr, sehr schnell triggern. Das Thema Magazin. Das Magazin, das ist kein Originales. Begadi, wir hatten bei der letzten HW4 hatten wir Feeding-Probleme. Da habe ich im ASVZ gelesen, dass das auch schon mal jemand hatte. Bei dem haben sie dann die Tablet Plate Feder straffer gemacht und damit war das behoben. Das ist aber auch ein Thema, was nie so oft vorgekommen ist. Also ich habe mich belesen über die HW4 und die meisten Aussagen waren wirklich eher so Akku einlegen, ist ein bisschen fummelig. Aber sonst Schussergebnisse hat bisher sich keiner groß beschwert im ASVZ. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir praktisch bei dem letzten Modell ein Montagsmodell hatten und das hier mit dem Magazin halt noch niemand mitbekommen hat, dass es halt rausfallen kann. Das Magazin, das ist wirklich sehr, sehr geil. Also ich finde es deutlich besser. Ihr habt hier sogar eine Anzeige, wie viele BBs drin sind und die funktioniert wirklich. Finde ich super. Könnte das Fenster könnte noch ein Stück klarer sein, dass man das wirklich, weil wenn du Sonne hast, dann siehst du nie, wie viele BBs noch drin sind. Ihr habt hier einen roten Follower, der hier. Und damit könnt ihr aber auch gut sehen, wenn der Follower hier nach oben wandert. Das Magazin fühlt sich auch sehr schön an. Rastet sauber ein. Lässt sich auch nicht irgendwie rausbacken oder sowas. Aber hat natürlich Spiel zur Seite und nach vorn. Feedet aber jetzt durchgängig alle BBs, die wir jetzt hatten, 0,32er, hat es durchgefeedet ohne Probleme. Original, also das mitgelieferte Magazin von Arcturus. Wir haben leichtes Spiel. Feeding hat bei uns super gefeedet bis zum Schluss. Im Gegensatz zu den ersten Magazinen, die wir da hatten. Jetzt habe ich hier ein E&C Magazin, genauso ein PMAC. Sitzt auch etwas locker drin. Feeding. Es ist leer. Oder? Ne, ist nie leer. Okay, mit dem feedet es nie so. Wir hatten vor uns schon mal einen Test gemacht, der hat super funktioniert. Wahrscheinlich ist es doch zu leer. Finch, sein Magazin, Stahlblech. Das sitzt diesmal deutlich lockerer. Und ihr merkt, wir haben Feeding-Probleme. Das Magazin ist aber wirklich schon sehr, sehr, sehr alt. Bei der letzten HW4, da hatten wir ein Magazin vom Tino, das war auch Stahlblech. Das saß sehr, sehr, sehr gut drin. Das haben wir heute leider nicht mit und das hat aber auch super gefeedet.
Nuprol Magazin. Feeding sehr sauber. Sitzt wieder mit Spiel. Und das letzte, was wir haben, ist ein PTS EPM1. Mehr Spiel als die anderen. Aber feedet sauber. Machen wir noch mal einen Klang, wenn wir gerade, ich habe es rausgemacht, hätten wir gar nicht machen müssen. Machen wir noch mal einen Klang und zwar so mikrofonmäßig. Lass mich raten, das ist leer. Wir sind gleich wieder zurück. Machen wir jetzt mal einen Klang. Von der Kamera weg. Ich schieße mal jetzt so, dass man das... Also Tino meinte vor uns beim Schusstest, es ist ein sehr dumpfes Plop, was man hört auf 50 Meter. Es klingt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn es im Video nie so gut rüberkommt wie in echt. Magazin wieder raus. Achso, ist sowieso leer. Können wir so drin lassen. Gehen wir weiter. Kommt wieder ran. Wir haben jetzt hier den Griff. Der hat hier eine sehr, sehr, sehr schöne Struktur. Also allgemein auch der Kunststoff ist wirklich sehr, sehr, sehr wertig. Hat hier so eine Wulst. Die stört mich jetzt persönlich nicht. Weil die nie so krass ist wie beim AR15 oder M4. Das ist hier ist es wirklich sehr schön angepasst an meine Finger zum Beispiel. Ich habe mittelgroße Finger, von daher. Hier eine QD-Aufnahme. Ihr seht's, wir können hier auf die Gearbox gucken. Ist jetzt nie so, also hätte man noch was davor machen können, finde ich jetzt nicht so schön. Aber sie funktioniert und hält auch. Ihr habt hinten dann auch eine Adapterplate für einen Sling. Wenn ihr einen One-Point-Sling benutzen wollt, dann haben wir hier oben die Adapterplatte natürlich beidseitig für den Sling und die QD-Mount genauso beidseitig. Nochmal hier auf Safe. Dann haben wir die Kimme und die Kimme. Die lässt sich in der Seite einstellen. Und noch irgendwas? Achso, ihr könnt. Hey, was ist das? Bestimmt das Piepseit. Ah, okay. Und ihr könnt jetzt hier größeren Kreis machen oder einen engeren Kreis, aber ganz ehrlich, macht euch irgendeinen Scope drauf oder ein EOTech oder irgendeinen Klon. Das sieht ja deutlich besser aus und lässt sich auch deutlich besser ziehen als mit Kimme und Krom. Der Ladehebel lässt sich sehr gut ziehen, klappert nie, sitzt wirklich straff. Haben wir sonst irgendwas, das klappert? Ihr hört es, ist Magazin, aber sonst wirklich sehr gut verarbeitet, das Teil. Da kriegt man definitiv was für sein Geld. Die Stocktube lässt sich abschrauben. Dahinter habt ihr ein Federschnellwechselsystem. Machen wir jetzt nie vor. Auf jeden Fall könnt ihr die Feder sehr schnell wechseln. Kommen wir mal zum Stock. Das ist derselbe Stock wie letztens. Finch findet den nicht sehr hübsch. Ich muss sagen, ich auch nicht, weil ihr habt hier diesen schönen, schlanken Vorderschaft und dann habt ihr hinten das Ding. Ja, der ist da, er ist dran. Ihr könnt ihn noch auswechseln, zeige ich euch dann, was da dran passt. Zum Beispiel Akku einlegen ist etwas bescheiden, vor allem mit Handschuhen das Ding aufzumachen. Ihr müsst hier den Knopf reindrücken und dann könnt ihr praktisch hier das rausnehmen. Es passen in die Stocktube, also wir haben noch keinen Single-Type gefunden, der reinpasst, weil die von den Maßen her deutlich enger ist. Wahrscheinlich, weil die Materialstärke deutlich dicker ist als bei zum Beispiel anderen AR15-Modellen. Deswegen seid ihr, wenn ihr Akkus verwenden wollt, ein bisschen angewiesen auf große Stocks. Und dann müsst ihr die Kabel so ein bisschen reinfriemeln bei dem. Dann kriegt ihr aber natürlich auch sehr große Akkus rein. Zum Beispiel den AMAX 2100 mAh, 2300, 2100. Solange ihr aufpasst, dass die Kabel hier halt richtig verschwunden sind. Dann macht ihr das Ding wieder zu und dann funktioniert es. Vom Material her ist der Stock aber sehr, sehr, sehr schön verarbeitet. Die Struktur hier oben würde mir besser gefallen, wenn das die hier unten ist. Weil die ist so ein bisschen gröber. Die ist wirklich so ein, sieht man vielleicht jetzt auf der Kamera nicht so ganz, aber die ist deutlich gröber als das hier. Das hier unten ist sehr fein gemacht, hier ist noch feiner. Also ich hätte mir gewünscht, wenn man den Materialmix hier oben mit aufgenommen hätte. QD-Aufnahme hier hinten hält genauso, wirklich sehr stabil, sehr robust, auch vom Kunststoff her. Ein wirklich massives Teil. Das ganze Ding hier ist sehr massiv vom Body her, einfach nur genial. Ihr könnt den Stock in mehrere Richtungen aus- und einfahren. Hier jetzt zum Beispiel, merke ich gerade, geht es nie weiter, weil wir hier am Akkukabel ziehen. Deswegen mache ich es immer nie. Er wird noch ein Stück weiter rausgehen. Ich muss noch mal einen Akku rausmachen, dann können wir euch das noch zeigen, wie weit der rausfahren kann. Slingaufnahme
beidseitig. Genau, dann machen wir mal jetzt einen Stock ab und ich zeige euch mal was anderes Stocks. Wie das mit anderen Stocks aussieht. Und noch was hier hinten, haben wir noch mal vergessen, schön gummiert. Ja, bis auf das Design ist der Stock halt wirklich sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Da kann man echt nicht meckern. Jetzt habe ich hier mal einen originalen Magpul CTR-Schaft dran gemacht. Würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Originaler. Der hat minimal Spiel. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu dem Teil. Jetzt habt ihr aber ein Problem. Ihr müsst jetzt natürlich so hier den Akku dran machen. Ich habe jetzt hier einen normalen AMX 1450. Der passt in meine E&C rein. Aber es geht nicht. Ich kriege den hier rein. Okay, gehen wir mal zum nächsten kleineren, den wir da haben. AMX 1200 mA. Der ist schon deutlich schlanker. Und ihr seht, oh, das ist jetzt nie sonderlich ideal. Also muss hier wirklich, ich weiß nicht, und ich habe das Gefühl, dass die Buffertube hinten enger wird. Deswegen seid ihr im Endeffekt, es sei denn, ihr findet noch einen, der noch schlanker ist als der hier. Wenn ihr das wollt, kann ich euch die Maße gerne als Kommentar unten reinschreiben. Aber das passt halt nie. Und einen Triple Stick kriegt ihr nie mit dem schönen Magpul-Schaft, kriegt ihr nie rein. Also, was habt ihr noch für eine Alternative? Habe ich jetzt hier E&C Submod-Schaft. Also ganz ehrlich, der ist vom Kunststoff und von den ganzen Graten hier natürlich nicht so hochwertig verarbeitet wie der Originale. Aber vom Design her und von der Maserung ist der eher dem angelehnt. Sieht das doch, also ich finde es sieht deutlich geiler aus. Wie sagst du, Tino? Das sieht auf jeden Fall besser aus als das breite etwas. Ja, also ich finde den deutlich schöner. Den könnt ihr bis hinten ausfahren. Der hat auch kaum Spiel, selbst hinten auf der ausgefahrenen Position. Das passt. Und hier, gut, hier vorne geht es ein bisschen straff. Aber ihr kriegt hier dann genauso Akkus rein. Also ich würde entweder mir so einen dran machen oder lasst ihr den Original dran, wenn der euch gefällt. Was kann ich euch noch sagen? Und zwar hat der Finch letztens angesprochen, dass man eventuell die Buffertube wechseln kann. Laut Begadi ist das nie so einfach möglich. Also es soll wohl keine andere Buffertube passen, außer die hier. Aber ihr habt es ja gesehen, ihr könnt einen anderen Zock drauf machen, der ein bisschen hübscher ist. Und dann kriegt ihr da auch große Triple-Stick-Akkus rein. Und dann könnt ihr mit dem Teil den ganzen Tag spielen. Kommen wir mal zum Fazit der HW4 Premium. Was bekommt ihr für 650 €? Ihr bekommt einen sehr, sehr, sehr massiven und soliden Body, einen sehr gut verarbeiteten Kunststoff, also deutlich hochwertiger als zum Beispiel bei E&C und so weiter und so fort, was wir bisher getestet haben. Das ist einfach nur ja, top of the notch, würde ich so behaupten. Dann haben wir sehr, sehr, sehr gute Internals drin. Die Waffe klingt sehr gut geschimmt, noch besser als die erste Version und die war schon vom Klang her sehr sauber und sehr, sehr gut. Dann natürlich eine super Hop-Up-Unit im Rotary-Design von Retro Arms. Ihr kriegt einen sehr guten Lauf, 602er Tuning-Lauf und das Maple Leaf Bucking. Also ich muss sagen, wir sind von den ganzen Fly, die wir jetzt immer getestet haben, vielleicht vom Streukreis her verwöhnt, weil ich finde, der Streukreis hier ist etwas schlechter als bei dem Fly. Und Begadi schreibt ja, wenn ihr jetzt schwere Grammatoren spielen wollt, ab 0,32 Gramm, dann verbaut ein Fly-Bucking oder lasst von Begadi direkt verbauen. Das ist eine Arbeit von 20 Minuten, das Teil aufzumachen, das Bucking zu wechseln. Deswegen, also wir würden euch das empfehlen, wenn ihr wirklich dann schwere Kugeln spielen wollt. Sonst gibt es noch was zu sagen. Ja, ihr habt halt diesen großen Stock, der halt ein bisschen nie so zum Design passt, finden wir. Wir haben euch auch vor uns gezeigt, da gibt es auch noch andere Varianten, die man nutzen kann. Die Buffertube ist etwas eng. Single Sticks haben wir jetzt keinen gefunden, der bei uns reinpasst. Also seid auf Triple Stick angewiesen. Da gibt es natürlich aber auch sehr große Triple Sticks, wo man lange spielen kann. Und was ist halt noch so ein Ding, wo ihr wirklich aufpassen müsst, ist halt der hier, dass man hier, wenn man die jetzt so hat, halt relativ leicht, ihr seht, das Magazin rausrutschen kann, weil dieser Hebel, wie vorhin schon gezeigt, halt wirklich sehr, sehr, sehr weit absteht und sehr schnell auslöst, was für Linkshänder natürlich super ist. Aber wenn man die Waffe als Rechtshänder halt so am Dings hat, weil man die Pistole nutzen will, dann muss man halt wirklich aufpassen, dass das Magazin immer noch drin ist. Abschließend
Wem kann ich das Teil empfehlen? Jemanden, der wirklich nicht schrauben möchte, etwas Kurzes, Führiges haben will, was sehr robust ist, wo man sich wahrscheinlich immer hinlegen kann mit dem Teil, dann greift zu. Ja, damit bin ich raus. Finch, Tino und ich, wir machen jetzt noch ein bisschen Drills. So, 24, 74. Ah. 24, 30. Oh, war aber gar nicht so. Das war ihr Wichser, ey. okay, das Wort müssen wir rauspiepen. So, dritter Teilnehmer. Ja. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Es ist arschkalt. You ready? Ja. Stand by. Hä? 2084, aber Wie viel? 20. Wollen wir mal kurz rumgehen? Wir gehen mal ganz schnell rum. Also hier ist kein Treffer. Hier ist kein Treffer Das habe drin. ich nämlich gehört. Sehr schlecht. Das ist zwar schnell gewesen, aber Ich kann verdammt schnell rechnen. Was ist 300 plus 250? 1000. Das ist verdammt falsch. Ja, das ist aber verdammt schnell. Hier sind 2 Treffer drin. hier auch 2. Also haben wir 2-2. Also jeder hat auf jeden Fall das Ziel getroffen. Und wo er nicht getroffen hat, ist hier, würde ich sagen. Vor allem, ich dachte, das sieht man schon mal, von geradeaus kommt, aber wahrscheinlich Tunnelblick und so. Ja. Ja, ja, Tunnelblick und nur um die Kurve hier rumgeguckt. So. Naja gut, ich würde sagen, das war's. Das war, also ich fand's gut, weil Ja, ich gut. glaube, mein Parcours war der einfachste. Das Aber ist auch gut so. Aber trotzdem, da habe ich trotzdem die beste Zeit. Ich weiß gar nicht, was war. Wenn wir alles 18, 24 und 24, 74 hatte er, du hattest 24, 30. Ich würde mal sagen, Ja. das läuft. Habt ihr noch was zu sagen zur Waffe? Na geil. Ist gut. Geil. Also hier, guckt euch das kurze Frontend hier an. Passt perfekt. Eben genau für solche Sachen. Gut, die hat jetzt ein bisschen zu viel Bums. Also in Schul wäre natürlich Opti für die meisten Spielfelder. Gerade halt für Gebäude und so. Der Stock ein bisschen was Schöneres, Kleineres ran. Opti. Jo. Ja, ich würde sagen, das Ding schön kurz. Ja, Stock. Gibt's Besseres. Anderes Scope vielleicht. Ansonsten passt. Habe ich noch was zu sagen? Also ich kann euch bloß sagen, wenn ihr den Stock wechseln wollt, guckt welchen Stock, weil sonst kriegt ihr keine Akkus rein. Das ist schon ein Krampf so. Aber Finch hat euch das ja im Review erzählt. Gut, gut, wir müssen jetzt weitermachen. Los, los, weiter geht's. Habe ich was in der Nase? Nee, sieht gut aus. Gut. Habe mir extra die Nasenhaare getrimmt, damit dort nicht hängen bleiben kann. Leute, Begadi HW4 Premium in der 10,5 Zoll Variante. America, wir nutzen alles außer das metrische System.